Das Google Pixel 8 ist jetzt seit einem halben Jahr draußen. Das Pixel 7 ist aber immer noch recht modern und mittlerweile weit im Preis gefallen. Also stellt sich natürlich die Frage, ob sich das Pixel 7 oder das Pixel 8 lohnt, beziehungsweise ob sich ein Upgrade lohnt. Display und Größe. Das Design hat sich marginal geändert, dem geschuldet, dass die Kamera größer geworden ist. Sonst ist das Design gleich geblieben. Sogar so gleich, dass man es im Alltag kaum bemerkt. Das Pixel 8 besitzt einen 6,2 Zoll und das Pixel 7 einen 6,3 Zoll großen Bildschirm. Diesen Unterschied bemerkt man so gut wie gar nicht. Zudem hat das Pixel 8 ein 120 Hz und das Pixel 7 ein 90 Hz schnelles Display. Dieser Unterschied ist sichtbar, aber nur wenn man sie nebeneinander legt und es drauf anlegt. Der Unterschied zu einem 60 Hz Display ist dagegen deutlicher bemerkbar. Helligkeit. Hier ist der Unterschied bei maximaler Helligkeit deutlich, da bei hoher Sonneneinstrahlung das Pixel 8 deutlich besser ablesbar bleibt, wobei das Pixel 7 auch keinen schlechten Job macht. Das Pixel 8 wird dabei 1400 Nits und das Pixel 7 1000 Nits hell. Die Auflösung ist mit 2400 x 1080 Pixeln schlussendlich identisch geblieben, wobei die Pixeldichte beim Pixel 8 theoretisch etwas höher sein müsste. Hardware. Das Pixel 8 hat einen Tensor G3 und das Pixel 7 einen Tensor G2 Prozessor. Dazu kommen bei beiden Geräten 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Der Akku wächst von 4355 mAh beim Pixel 7 auf 4575 beim Pixel 8. Allgemein lässt sich sagen, dass der Unterschied in der Hardware im Alltag derzeit noch nicht bemerkbar ist. Dafür sollen aber die KI-basierten Anwendungen leicht besser laufen, was wir aber nicht wirklich feststellen konnten. Das Pixel 8 ist aber natürlich zukunftssicherer durch die neue Hardware. Mit den beiden Akkus lässt sich locker durch den Tag kommen. Das kommt aber natürlich auf die Nutzung an. Als kleiner Sidefact, das Pixel 7 hat nach einem Jahr noch 93% Akkugesundheit. Kamera. Das Pixel 8 hat eine bessere Kamera bekommen. Tagsüber ist kaum ein Unterschied bemerkbar, außer bei der Weitwinkellinse. Nachts ist aber eine deutliche Verbesserung zu spüren, aber schaut es euch selbst an. Software. Android-Updates. Hier gibt es die größten Unterschiede. Das Pixel 8 bekommt bis 2030 und das Pixel 7 bis 2025 Updates. Sicherheitsupdates bekommt das Pixel 8 bis 2030 und das Pixel 7 bis 2027. Somit bleibt das Pixel 8 zukunftssicherer und langlebiger. Beim 7er ist eher der Drang zum Update, um neue Features zu erhalten, deutlich früher zu spüren. Bedenkt man aber, dass ein durchschnittliches Handy 3 Jahre hält, ist die Frage, ob diese langen Updates noch von Bedeutung sind. Das Pixel 8 hält wahrscheinlich etwas länger, wobei natürlich der Akku diese Zeit nicht überstehen wird. Nach 3 Jahren sind 1000 Ladezyklen von 0 bis 100% erreicht und dabei versprechen Hersteller einen State of Health von 70%. Side Note: Das Pixel 8 soll laut Google besser reparierbar sein. iFixit gibt ihm mit einer 6 von 10 allerdings nur einen Punkt mehr auf der Reparierbarkeitsskala als dem Pixel 7. Preis. Das Pixel 7 kostet zum Zeitpunkt der Aufnahme 380 € und das Pixel 8 550 €. Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Und dann kommen wir zu den Problemen. Die beiden Geräte sind leider dafür bekannt, schnell und ohne ersichtlichen Grund heiß zu werden. Das kann zum einen natürlich unangenehm sein, zum anderen kann das sich natürlich auf die Langlebigkeit auswirken. Das ist aber definitiv kein Dealbreaker für den Kauf. Eigentlich wäre es das gewesen, nur leider stellt sich so langsam heraus, dass das Pixel 8 Probleme mit dem Display hat und ein grüner Balken aus dem Nichts entsteht, der sich je nach Druck auf dem Display verändert. Das Pixel 7 hatte auch das Problem, nur dieses wurde durch ein Software-Update gefixt. Beim Pixel 8 scheint es aber ein Hardware-Problem zu sein. Google hat aber schon angekündigt, dass man das Display innerhalb der Garantie gratis tauschen kann. Fazit: Wer nicht so viel für sein neues Handy ausgeben will, sollte definitiv zum Pixel 7 greifen. Wer mehr ausgeben will bzw. kann, sollte zum Pixel 8 greifen, da vor allem durch die Software-Updates für das Pixel 8 sprechen. Und ein späterer Akkutausch, was in der Regel um die 100 € kostet, sich dann lohnen würde.
Die meisten kaufen sich aber wahrscheinlich ein neues Handy, weil der Akku nicht mehr alltagstauglich ist oder die Hardware zu langsam wird. Aus meiner Erfahrung mit meinem Samsung Galaxy S10, dem Vorgänger zu diesem Pixel 8, war der Akku der Bottleneck und den Akku zu reparieren ohne neue Software-Updates hatte für mich keinen Sinn mehr gemacht. Im Endeffekt muss aber jeder selber entscheiden, ob die Upgrades fast 200 Euro wert sind und man das Risiko eines unberechenbaren Displays eingehen möchte. Ich hoffe, euch hat dieses Review gefallen. Wenn ja, würden wir uns über ein Like freuen und über einen Kommentar. Bis denne, ciao!